Ja, der coolste Name gewinnt, der kriegt von mir, der Gewinner kriegt nächste Woche noch ein Paket. Ja? Das heißt, ich hole mir erstmal meine hart ersparten Rubine aus meinem Inventar raus. Oh, ne? Als Content Creator kriegst du nichts mehr. Na, könnt ihr vergessen. Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Nein, es gibt kein Kampfvideo, es gibt auch kein IMAX, kein Voldemort, kein Days Gone oder was weiß ich was. Jetzt wird hier mal richtiger Content gemacht, ja, und zwar bekommt mein Hund auf meinem Nacken richtig viele Upgrades. Ich werde ihn von 12 Skills auf 14 Skills hochpushen und ich werde ihn richtig viele Rubine verpassen. Gut, ihr seht der Hintergrund oder das Bild im Hintergrund, das ist stehen geblieben. Ja, Alihan, ich grüße dich, wir gehen mal weiter. Und zwar gibt es auch noch ein paar Tricks, ja, Tipps und Tricks in diesem Video, also bleibt dran. Das ist mein Rottweiler, hat aktuell 12 Skills, ich benötige zum Anfang aber erstmal 13 Skills. Ja? Das Video, was ihr im Hintergrund seht, das ist schon ein paar Wochen alt und hier seht ihr, wie ich ihn ertausche, und zwar ein 13 Skill Shiba. Hä, wieso Shiba? Ich will aber einen Rottweiler haben, spielt keine Rolle. Ja? Aber für die Optik können wir ja die Hunderasse ändern. Für 500 € können wir die 500 Rubine, sorry. Können wir die Rasse ändern? Das machen wir auch mal. So, 500 Rubine. Zack, so. Und ich möchte jetzt die Nahkampfgeschwindigkeit kaufen, den Skill. Ja? Das heißt, ich hole mir erstmal meine hart ersparten Rubine aus meinem Inventar raus. Oh, ne? Als Content Creator kriegst du nichts mehr. Na, könnt ihr vergessen. Okay, wir gehen zu den Tierfähigkeiten. Und hier kann ich euch hier nochmal zeigen. Das ist die Geschwindigkeit nur für Nahkämpfer, deswegen kostet auch nur 200.000 Rubine. Ja, die kaufe ich mir gleich, weil aktuell hatte ich zu dieser Zeit keine 300.000 Rubine oder so. Ja. Dann gibt es auch nochmal die universelle Fähigkeit, und zwar Angriffsgeschwindigkeit aller Kämpfer. Ja, das umfasst Kavallerie, Scharfschützen und die Nahkämpfer. Gut, ich möchte aber erstmal für die Nahkämpfer die Geschwindigkeit kaufen. Das heißt, das machen wir auch. Wie ihr hier im Hintergrund seht, plus 2, das ist richtig gut. Und da gehen die Rubine flöten. Tschüss, 200.000 weg. Bevor ihr Skills lernt, sperrt alle Skills, die ihr gesperrt haben möchtet. Ja? Ich lasse den grünen offen, weil dort soll natürlich der Geschwindigkeitsskill hin. Also ich steuere das so ein bisschen. Na? Okay, ihr seht, das ist noch offen. Wir gehen auf die neue Fähigkeit, die wir uns gekauft haben. Gehen auf Bestätigen. Zack, da ist sie. Ne, der grüne wurde ersetzt durch den legendären. Perfekt. Hier, das ist ein Bug gewesen, habt ihr gesehen? Der grüne Skill war eben offen, aber ihr seht, es hat alles wunderbar geklappt. Okay, gut. Und jetzt hat er 6,718 Millionen. Das heißt, ich möchte noch den blauen Skill upgraden. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und zwar müssen wir dafür wieder ein paar Rubine holen. Oder die habe ich sogar noch offen. Genau. Wir tippen darauf und haben den geupgradet. Ja? So, jetzt habe ich nur epische und goldene Skills. Und jetzt machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind jetzt in meinem Account drinne. Wir gehen mal zur Hundehütte rein, weil ich hatte einen Plan gehabt. Und zwar wollte ich 13 Skiller, den Rottweiler, den ihr hier seht, und den Shiba zusammen tauschen, weil das ergibt zu 100% 14 Skills. Ja, wir gucken uns das mal ganz kurz an in der Tabelle. So, weil 13 und 13 ergibt 26 Fähigkeiten. Und bei 26 seht ihr, ist es zu 100% ein 14-Skill-Hund. Ja? Nun habe ich mir aber so überlegt, eigentlich wollte ich den Shiba und den Rottweiler tauschen. Aber es gibt hier eine Besonderheit, das darf ich nicht machen. Weil guck mal, der Rottweiler, der hat volle Skills, ja, volle Fähigkeiten. Lila und legendär. Der Shiba hat leider Gottes auch Fähigkeiten. Ja? Er hat lilane und einen legendären. So, wenn ich jetzt die miteinander tausche, kann es sein, dass der legendäre Skill einen anderen legendären Skill bei meinem Rottweiler ersetzt. Zusätzlich beim Tausch kann es sein, dass die epischen ersetzt werden mit den anderen Skills, die der Rottweiler hat. Ne? Also die epischen. Also es kann sein, dass jetzt zum Beispiel meine Geschwindigkeit, ne, für die Nahkämpfer, dass dort der Angriffsbonus oder der Angriffsbonus vom Shiba raufgeht, ne? Also der legendäre Skill. Und die epischen vom Shiba können die epischen überschreiben. Von daher war das ein Denkfehler von mir und das werde ich nicht machen. Das Risiko ist mir zu hoch. Das heißt, ich werde irgendwann mal einen anderen 13-Skill-Hund ertauschen, der keine gekauften Fähigkeiten hat.
und dann werde ich das mal von vorne beginnen. Aber wie gesagt, wenn ihr Hunde habt, ja, dann tauscht immer euch hoch von grün auf blau, von blau auf episch und von episch auf legendär. Ja? Und wenn ihr legendäre habt und ihr seid nicht zufrieden, dann müsst ihr halt immer den Step wiederholen, bis ihr mehrere legendäre Hunde habt und dann tauscht euch hoch. Und nun überlege ich gerade wegen der Tierfähigkeit. Ja? Vielleicht könnte ich ja sogar ein paar Upgrades hier spendieren, weil ich habe ja gesagt, ich möchte meinen Hunden ein Upgrade spendieren, weil ehe ich jetzt einen 13-Skill Rottweiler bekomme oder ertauscht bekomme, das dauert mir viel zu lange. Ja, ich habe Rubis im Inventar, ich muss die ausgeben. Ja, von daher gut, lass uns mal was machen. Und zwar gehen wir jetzt in mein Inventar und benutzen die ganzen Rubine, die ich hier habe. So, okay. Wir machen den jetzt stärker. Wir upgraden die Skills, die wir schon haben. Ja? Weil das Risiko ist mir echt zu hoch. Also das mache ich nicht. Okay, gut. Ne, das ist der falsche. Der hier. Was benötigt ein Hund? Er braucht Marschkapazität. Je mehr Kämpfer du hast, umso mehr Truppen greifen den Gegner an und deine Chance zu gewinnen ist viel höher. Ja? Von daher werde ich jetzt auf diese Fähigkeit gehen. Ich werde die upgraden. Wir tippen auf Upgrade. Gehen auf die Fähigkeit. Und der Upgrade von episch auf legendär kostet mich 204.000 Rubine. Das machen wir jetzt natürlich. So. Ist geupgradet, aufgelevelt. Sehr schön, das sieht schon mal gut aus. Wir gucken uns den Rottweiler an. 7,9 Millionen Macht, das ist ordentlich. Ne? Wir haben aber noch ein paar Rubine. Wie viel habe ich hier noch? 152.000. Okay, das heißt, wir können noch ein Upgrade machen. Ich gehe wieder auf die Marschkapazität und zwar in der vordersten Front. So. Nee, wir gehen in die hinterste Front. So, wir gehen wieder auf Upgrade. Tippen hier rauf. So, kostet mich 170.000 Rubine. Okay, ich muss sogar nochmal ins Inventar zurück. Wartet mal, Jungs. So, Inventar. Jetzt gehen auch noch meine restlichen Rubine hier flöten. Zack. Wir gehen wieder auf den Hund rauf. So. Hintere Reihe. Genau, das wollen wir upgraden. Zack. Und geupgradet. Perfekt. Gut. Mein Hund hat jetzt ungefähr 8,6 Millionen Macht. Er hat noch keinen Namen. Wenn ihr einen Namen habt für den Hund, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde den dann, der coolste Name gewinnt, der kriegt von mir, der Gewinner kriegt nächste Woche noch ein Paket. Ja? Also Namen und Ingame-ID in die Kommentare. Wenn ich mir einen Namen aussuche, bekommt derjenige ein kleines Ingame-Paket von 11,99. Okay, gut, das ist jetzt mein Rottweiler, ist richtig stark und ich bin zufrieden. Ja, wir gehen jetzt mal hier auf meine Hundehütte rauf. Hundehütte sage ich. Auf meine Truppenplätze. Fügen den Rottweiler hinzu. Zack. Und den Schieber natürlich auch, weil den haben wir ja nicht getauscht. So, das haben wir jetzt alles erledigt. Das ist jetzt mein Hund. Ich bin eigentlich ziemlich stolz darauf. Ich bin auch stolz darauf, dass ich überhaupt sparen kann, weil ich kann nicht sparen. Im Spiel kann ich nicht sparen. Wenn die Rubine da sind, muss ich sie ausgeben. Und das war echt ein hartes Stück Arbeit und hat echt lange gedauert. Und die Rubine sind echt hart erarbeitet. Ja, also und dass sie jetzt für den Hund drauf gehen, na gut, wozu soll ich die denn sonst ausgeben? Ihr wisst Bescheid, ja, über die Hunde. Kauft euch immer blaue Skills, upgradet die auf epische Skills und von episch irgendwann, wenn ihr die Rubine zusammen habt, auf legendär. Ja, immer Step by Step. Okay, wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Hundesitten. Und bis zum nächsten Mal, euer Sultai.